Wir haben alles Mögliche gehört, bevor wir den Pass gefahren sind. Das geht nicht. Mit eurem Auto würde ich mich das nicht trauen. Ihr habt doch kein Allrad. Auf dem Weg nach oben haben uns 2 Franzosen einen Vogel gezeigt. Die waren richtig sauer. Und das alles verunsichert. Klar verunsichert das. Also mich zumindest. Ich bin eher ein Kontrollfreak. Ich gehe auf Sicherheit. Und eher was nicht machen, bevor es schief geht. Der Abano-Pass ist eine der höchsten Passstraßen im Kaukasus auf knapp 3000 Meter. Offen ist er nur zwischen Mai und September, dazwischen liegt zu viel Schnee. 70 Kilometer Staubpiste, fast 3000 Höhenmeter rauf mit bis zu 60% Steigung. Und dann geht es auf der anderen Seite wieder 1500 Meter runter, das alles auf Geröll und Matsch, oft mit 100 Meter Abgrund auf einer Seite. Bei schlechtem Wetter wird der Pass dann richtig gefährlich. Gar nicht so sehr wegen dem nassen Untergrund, sondern wegen Steinschlag. Da fängt alles an zu rutschen. Wir haben recherchiert, aber nichts gefunden, dass es vor uns schon mal jemand mit so einem Auto gefahren wäre. Wir haben auch nur Autos mit Allrad oder Motorräder gesehen und wir waren sehr lang da. Laut Internet ist es eine der gefährlichsten Straßen der Welt, weil es halt jedes Jahr da mindestens einen tödlichen Unfall gibt. Bestimmt finden das einige verantwortungslos, da mit einem Oldtimer mit Heckantrieb hochzufahren. Aber ich glaube, wie wir da hoch sind, verantwortungsvoller kann man es eigentlich nicht machen. Wir machen ja seit 1,5 Jahren nichts anderes. Winter und Sommer, 90% unserer Stellplätze liegen irgendwo im Gelände, wo niemand mehr hinfährt, wo keine Menschen sind. Und trotzdem hatten wir einen riesen Respekt vor der Strecke. Haben ganz lang überlegt, ob wir es überhaupt probieren sollen und auch während der Fahrt immer wieder gezweifelt und evaluiert. Wir hatten dann allerbeste Bedingungen. Seit Tagen kein Regen und unser Auto hat vielleicht nur Heckantrieb, aber ordentlich Bodenfreiheit und was das Wichtigste ist, einen untersetzten ersten Gang. Ohne geht's nicht. Und ohne fast platte Reifen, also mit angepasstem Reifendruck, geht's auch nicht im Trockenen. Wir waren sehr gut vorbereitet, haben uns Videos angeschaut, haben die Strecke studiert und sind dann rauf. Aber nur bis zum Pass, also bis zur höchsten Stelle. Und das war auch der Anspruch. Erstmal schauen, was geht. Und Abbruch und Umkehren muss immer drin sein. Die Nordseite nach dem Pass, das ist dann da eigentlich der noch steilere Teil. Also da sind 3-4 Haarnadeln, sausteil, mit Geröll, mit Stufen im Fels und teilweise läuft noch Wasser runter. Und da sind wir nicht blind runtergefahren. Wir haben uns am Vorabend die Strecke zu Fuß angeschaut und sind dann am nächsten Morgen ganz früh mit dem Auto, aber passagenweise. Also 300-400 Meter runter, ein paar Kurven gewendet und geschaut, ob wir wieder hochkommen. Versteht es nicht falsch, der Pass ist potenziell eine sehr gefährliche Strecke und definitiv nicht mit jedem Fahrzeug zu fahren. Ich glaube, was wir einfach sagen wollen, ist, man hört viel zu viel drauf, was andere einem sagen, von außen. Meistens ungefragt, ohne irgendein Hintergrundwissen. Und obwohl man eigentlich überzeugt war von dem, was man weiß und kann, macht das unsicher. Und im Zweifel verzichtet man dann eher. Ihr kennt euch aber selber am besten. Ihr wisst, was ihr könnt. Also informiert euch, seid vorsichtig, bereitet euch gut vor und dann macht aber die Sachen, die vorher
so auf die Art und Weise noch nie jemand gemacht hat. Und vertraut auf euch und das, was ihr könnt. Den Abano-Pass in unserer Feuerwehr zu fahren, das war eine der wertvollsten Erfahrungen bisher auf der Reise. Und zwar nicht, weil man noch irgendwas beweisen muss, sondern weil wir jetzt wirklich wissen, dass wir auf das, was wir können und das, was wir wissen, und unsere Erfahrung vertrauen können.